Heute bekommt ihr von mir die Nonplusultra-Anleitung für die so ziemlich beste Latissimus-Übung, die ihr euch nur vorstellen könnt und die 99% von euch noch gar nicht auf dem Schirm haben. Die wenigen, die schon damit in Berührung gekommen sind und sich vielleicht auch schon mal getraut haben, das Ganze auszuprobieren, weil sie das irgendwo bei TikTok oder Instagram gesehen haben, da geht die Übung nämlich gerade viral, machen es leider aber noch sehr, sehr suboptimal und genau darum werden wir uns heute kümmern. So, ihr habt schon mal einen kleinen Eindruck bekommen, worum es hier heute geht. Fachlich gesehen könnten wir das jetzt als Überzug in der Frontalebene bezeichnen. In der Internetsprache wird es Kienan-Flap genannt. Ich weiß leider gar nicht, wie der Erfinder mit vollem Namen heißt. Irgendwas mit Kienan. Schande auf mein Haupt. Aber ich bin dem guten Kienan sehr dankbar, dass er diese Entdeckung gemacht hat. Denn wir haben ja eine Latissimus-Übung am Start, die ganzen Störfaktoren rausnimmt von herkömmlichen Übungen in der Frontalebene. Nochmal für euch als Wiederholung. Das ist die Sagittalebene und das ist die Frontalebene. Man muss immer ein bisschen rückwärts denken, weil man ja denkt, frontal ist dann vor dem Körper. Es ist genau das Gegenteil. Das heißt, frontal ist sozusagen diese Ausrichtung, sagittal ist diese Ausrichtung. Das ist wichtig für eure Lattfasern, denn die arbeiten unterschiedlich, je nachdem, wo ihr den Arm positioniert habt. Und wenn wir uns jetzt mal die typischen Übungen angucken, weite Klimmzüge, weites Latziehen, wo ihr eigentlich in dieser Frontalebene arbeiten wollt, wo der Latt theoretisch ja gute Hebelverhältnisse hat, ergeben sich einfach ein paar Probleme, gerade wenn ihr mehr Körpergewicht mit euch rumtragt. Denn ich bin jetzt zum Beispiel in einem Zustand angekommen, wenn ich einen weiten Lattzug ausführen möchte, dann seht ihr hier, dass ich bis zu einem bestimmten Punkt meine Arme neben dem Körper halten kann, aber irgendwann kippt das und mein Arm will immer in die interne Rotation weg von dem Körper sozusagen. Ich schaffe es gar nicht sozusagen hier neben den Körper zu kommen, weil dann irgendwann die Muskulatur im Schultergürtel das hier macht und ich arbeite dann nicht mehr neben dem Körper, sondern ich arbeite wieder eher in eine Ruderbewegung und gehe sozusagen wieder in die hintere Schulter. Und genau das wollen wir ja vermeiden. Genau das ist auch der Grund, warum man bei vielen sieht, dass der obere Rücken relativ gut entwickelt ist oder die oberen Lattfasern, die unteren Fasern dann aber einfach fehlen, weil genau dieser Stimulus fehlt, weil der Ellbogen dafür wirklich in der Hüfte sein müsste und dann hier aber immer irgendwie abdriftet. Ich bin ein gutes Beispiel dafür, ich kriege das gar nicht in dem Sinne hin. Zumindest nicht, wenn Bizeps und Unterarme mit im Spiel sind, dass ich das über das Gelenk laufen lasse. Wenn ich aber meinen Ellbogen nehme und den einfach nur an den Körper ranbringe, ist mir das schon möglich, weil ich halt sozusagen hier diese Rotationsebene nicht drin habe und dann wirklich nur über den Ellbogen führe. Das heißt, das Problem ist hier, dass die Hand in dieser Stellung ist, externe Rotation, die uns sozusagen limitiert. Das heißt, wenn wir diesen Faktor einfach rausnehmen und eine Eingelenksübung draus machen, dann haben wir die Möglichkeit, diesen Störfaktor von der Ausrichtung rauszunehmen, plus wir nehmen Hilfsmuskeln raus. Weil wie viele von euch werden es kennen, ihr kommt aus einem Satz Latziehen oder Rudern und merkt, mein Rücken habe ich gar nicht trainiert, ich spüre irgendwie alles im Bizeps und im Unterarm. Und genau diese ganzen Faktoren sind bei dieser Übung raus und ergeben halt wirklich ein richtig schönes Gesamtpaket, um euer Rückentraining auf Vordermann zu bringen. Um wirklich alles aus der Übung rauszuholen, müssen wir im nächsten Schritt auf jeden Fall erstmal über Equipment sprechen, denn da gibt es verschiedene Optionen und ich will euch vor einem großen Fehler bewahren, denn in der originalen Variante, wie sie so die ersten Male im Internet aufgetreten ist, wurde noch ein Griff verwendet. Das Ganze sah dann so aus, dass man sich hier raufgesetzt hat und dann sozusagen über den Griff das Gewicht runter bewegt hat. Und da haben wir halt wieder das Problem, dass es über ein zusätzliches Gelenk läuft, wo es gar nicht laufen müsste. Ihr kennt das Prinzip alle von einem Butterfly, wo ihr das Gewicht festhaltet oder wo ihr das Gewicht über die Armbeuge fügt, wie jetzt hier zum Beispiel mit dem Kaff, den ich habe. Ihr werdet einen wesentlich besseren Output in der Brust erzielen, wenn ihr hier über den Ellbogen arbeitet. Denn ob das Gewicht in der Hand oder am Ellbogen ist der Brust jetzt erstmal egal. Ob ich meinen Arm so oder so habe, dehnt meine Brust in dem gleichen Maße. So habe ich aber die Möglichkeit, wieder den Störfaktor Hand rauszunehmen und die Belastung nicht auf die Bizepssehne umzulegen und habe sozusagen mehr Belastung auf der Brust selber und generiere einen höheren Output. Das gleiche ist es auch hier. Ihr werdet sehr limitiert sein, wenn ihr hier mit gestreckten Armen arbeitet und dann das Gewicht runterführt, weil halt diese Distanz halt wieder dafür sorgt, dass die Belastung von dem Ansatzpunkt von dem Blatt weiter nach außen geht und ihr limitiert seid. Von dem her, lasst den Griff bewusst raus, denn wir wollen ja, anders als am Lattzug, die ganzen Hilfsmuskeln rausnehmen und wirklich nur über das Gelenk arbeiten, was hier wirklich sozusagen über den Ellbogen die Spannung im Latt erzeugt. Das heißt, der Griff fliegt schon mal raus. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir können natürlich auch so einen ganz normalen herkömmlichen Kaff hier nehmen, wo ihr euch sozusagen mit einem Karabiner einhängt. Da ist jetzt aber wieder das große Problem. Wir machen uns fest und wir können den Arm im Kaff nicht rotieren lassen. Das heißt, wenn wir jetzt das Gewicht runterziehen, schaut mal, dann wickele ich mich sozusagen um das Kabel rum. Ihr seht das? Das heißt, wenn ich jetzt meinen Arm in dieser Ebene hier anpasse, könnt ihr mal machen, und ich will das Gewicht runterführen, dann zieht das Kabel jetzt am Arm vorbei und jetzt ziehe ich sozusagen um den Arm rum. Das heißt, die Kraftkurve, die jetzt eigentlich
hier an dem Punkt so sein müsste und hier oben sozusagen dann wieder weiter hinten, passt sich nicht an, weil mein Arm hier drin sich nicht bewegen kann und die Cuffs dann sozusagen zu eng sind. Zu locker sollte es aber auf jeden Fall auch nicht sein. Das heißt, wir müssen ein gutes Mittelmaß finden aus einem Cuff, der uns Stabilität gibt. Denn stellt euch vor, wir haben eine Schlaufe, wo wirklich sehr viel Platz drin ist. Da ist der Arm natürlich auch verleitet, dann während des Satzes hin und her zu rutschen und ihr gebt wieder Stabilität auf. Von dem her ist es gut, wenn ihr eine Schlaufe habt, wie jetzt hier, wo mein Arm gerade so reinpasst. Ihr seht, ich habe ein bisschen Luft, dass mein Arm jetzt hier auch rotieren könnte während der Bewegung, aber nicht so viel Luft, dass ich Gefahr laufe, hier irgendwie rauszuflutschen. Denn Stabilität ist nach wie vor das A und O und das macht die Übung ja auch so großartig, dass wir hier in einem wahnsinnig stabilen Setup arbeiten können und hier auch die Möglichkeit haben, trotzdem individuell anzupassen und mit der Armrotation mitzugehen. Denn es ist eine bogenförmige Bewegung. Und wie bei vielen anderen Übungen, was ihr von mir schon in den anderen Guides mitbekommen habt, ist es unglaublich wichtig, die Bewegung über die Bewegungsebene anzupassen, wo sich sozusagen auch dieser Bogen verändert. Ja, also nicht nur zu gucken, wo starte ich, sondern wie komme ich da noch an? Ist es dort immer noch richtig ausgerichtet mit der Kraftübertragung? Oder muss ich gegebenenfalls auch meinen Arm ein bisschen in eine andere Ebene bringen? Die Dinger hier gibt es bei Amazon für, ich glaube, 20 €. Ich werde euch was in die Beschreibung packen. Ich bin damit wirklich am meisten happy. Es hat noch ein paar weitere Vorzüge und da musst ihr jetzt auch gar nicht viel Geld ausgeben für irgendwelche teuren Spezialtools. Es ist eigentlich so eine Bauch-Trizepsschlinge für mehrere Optionen. Dafür finde ich es aber mehr als ungeeignet und habe halt wirklich Gefallen daran gefunden, die Übung damit auszuführen, weil die Schlinge ist hier innen drin gepolstert. Das gibt halt einen guten Puffer, dass ihr euch jetzt nicht den Arm abschnürt und keine Störfaktoren drin habt. Und der zweite große Vorteil ist, dass ihr eine Hilfe habt, in die Übung reinzukommen. Denn ihr werdet sehen, hier kann man ordentlich Gewicht bewegen, wenn man das Ganze stabil ausrichtet. Und da ist es natürlich wieder ein Faktor, keine Kraft zu verschenken, um in den Satz reinzukommen. Ihr werdet hier einfach euch das zur Hilfe machen, dass ihr 2 Straps habt und werdet jetzt, bevor ihr in die Übung reingeht, mit der passiven Hand das ganze Gewicht tragen. Das heißt, ihr seht schon, die Schlaufe ist relativ locker, die gibt schon nach. Ich habe das ganze Gewicht in der passiven Hand, dass ich mich jetzt erstmal hier drin positioniere und erst dann loslasse, weil bei der Übung ist es gerade notwendig, dass ihr euch noch ein bisschen ausrichtet, gerade am Anfang, und euren Winkel findet, wo muss ich denn sein? Und wenn ihr diesen Winkel gefunden habt, dann lasst ihr los und startet die Übung sozusagen. Wenn ihr jetzt den Fehler macht, dass ihr jetzt sagt, okay, ich bin gut ausgerichtet, ich gehe jetzt direkt mit dem Arm hier rein, dann ist die ganze Zeit auf der arbeitenden Seite schon Spannung. Ihr richtet euch jetzt hier aus, habt im Leben nicht die Möglichkeit, weil der Arm euch die ganze Zeit schon wegzieht, hier in die richtige Position zu kommen und vergebt dann natürlich wieder sehr viel Satzqualität. Ihr könnt euch merken, grundsätzlich bei unilateralen Übungen, wo ihr einarmig oder einbeinig arbeitet, solltet ihr immer mit der passiven Seite unterstützen, um die aktive Seite in Position zu bringen und erst dann übergehen lassen, wenn der Satz wirklich losgeht. Auch wieder ein großer Vorteil von diesen Schlaufen, weshalb ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, mit diesen Dingern zu arbeiten. Genau. Das ist erstmal die Grundlage. Der nächste Schritt ist, sich richtig auszurichten in der Übung. Denn wenn ihr das Original im Internet gesehen habt, werdet ihr festgestellt haben, dass es immer so ausgeführt wird. Wir nehmen jetzt wieder die Schlaufe, wir setzen uns hinter die Bank und führen die Übung dann so aus. So seht ihr das in unzähligen TikTok-Videos und seid vielleicht schon mal auf die Übung aufmerksam geworden. Die Grundidee ist ja ganz nett. Das Problem ist nur, der Körperschwerpunkt ist gar nicht da, wo er eigentlich sein sollte. Hier findet die Ebene statt, wo die Kraft wirkt. Das sehen wir beim Kabel immer schön. Hier sollte auch dementsprechend stabilisiert werden. Ihr müsst die Kräfte immer dort kontern, wo sie auch wirken. Ja, und alles auf eigene Ebene bringen, dass ihr maximale Stabilität erzeugt. Stellt euch vor, ihr macht Bankdrücken, aber ihr liegt gar nicht mit dem Rücken auf der Bank, sondern nur mit dem Hintern. Das Gewicht würde euch einfach wegziehen sozusagen, weil nichts ist, was gegenhält. Und das müssen wir hier auch schaffen. Wenn ich meinen Körper vor der Bank positioniere, dann seht ihr schon, mein Körperschwerpunkt ist jetzt hier, vor dem Körper. Das Gewicht, was arbeitet, ist aber hinterm Körper. Das heißt, hier stabilisiere ich mich gerade und dort läuft aber die Kraftebene ab. Und das kann halt nicht funktionieren, weil der Körper dann immer weggezogen wird sozusagen und nicht diesen Konterpart hat, warum ja auch Übungen, wenn ihr brustgestütztes Rudern oder solche Sachen macht, so gut funktionieren, weil genau dieser Konterpunkt dafür sorgt, dass mehr Output erzeugt werden kann. Das heißt, wir machen eine ganz einfache Lösung. Wir bringen den Körperschwerpunkt dorthin, wo auch die Kraft wirkt, und zwar hinter die Bank. Das läuft so ab, dass ihr erstmal die Bank ein kleines Stück ausrichtet. Ihr solltet die Bank nicht gerade aufgestellt haben, weil dann habt ihr ja überhaupt nicht die Möglichkeit, hier gerade vorbeizuziehen, weil die Bank im Weg wäre. Das heißt, ihr nehmt die Bank und schiebt sie ein kleines Stück zur Seite. Das heißt, sie ist leicht so ausgerichtet, dass wir Platz für den Arm machen, hier dran vorbeizukommen, dass wir auch wirklich in der Seitebene bleiben und jetzt nicht den Arm irgendwie hinter dem Körper bringen müssen. Ein ganz kleines Stück einfach nur zur Seite rotieren und das macht ihr dann auch für beide Seiten unterschiedlich, je nachdem, ob ihr die rechte oder die linke benutzt. Dann nehme ich meinen Strap, positioniere ihn am Ellbogen,
Mit der passiven Hand werde ich mir jetzt wieder helfen, das Ganze runterzubringen. Und dann mache ich gerne Folgendes. Ich stelle mein Bein auf die Bank, positioniere mich erstmal so, dass alles passen würde und lasse mich dann sozusagen in die Position fallen. Die Hand trägt das Gewicht und richte mich jetzt aus. Denn denkt dran, es ist ein Überzug in der Frontalebene. Das heißt, wir wollen nicht zu gerade sitzen. Es soll jetzt kein Überzug von vorne sein. Wir wollen den Arm neben dem Körper haben. Und dafür ist es halt wichtig, dass ich meinen Oberkörper jetzt rausrotiere und in eine Ebene bringe, wo ich auch wirklich schräg zum Kabelzug sitze. Dass ihr seht, meine komplette Belastung von meinem Körper ist jetzt hier drauf. Auf dem vorderen Bein ist eigentlich keine Belastung. Und du siehst schon, das Bein ist locker. Das ist sozusagen nur da, dass mein Beinbeuger hier stabilisiert. Das heißt, ich sitze nicht auf meinem Hintern, der hängt frei runter, ich sitze auf meinem Beinbeuger, damit ich überhaupt hinter der Bank bin. Wenn ich jetzt so drauf sitzen würde, würde ich meinen Schwerpunkt wieder hierhin verschieben, obwohl der Schwerpunkt eigentlich hier sein müsste. Das heißt, ihr setzt euch auf den Beinbeuger und lasst den Hintern sozusagen runterhängen. Und dieses Bein hier, auf das hintere, das trägt jetzt mein Gewicht. Dass wir auch wirklich mit dem Schwerpunkt dort sind, wo der Kabelzug läuft und wir jetzt nicht hier vorne sind mit dem Schwerpunkt. So, wir richten uns aus und dann nutzt ihr die passive Hand, um euch hier auf der Bank festzuhalten und euch reinzuziehen. Das heißt, ihr drückt euch nicht weg, sondern ihr zieht euch in die Bank rein, um den Körper hier gegen die Bank zu schieben und arbeitet dann in der Überzugebene, dass ihr seitlich in den Körper reinführt. Ihr seht schon, mein Arm kann jetzt rotieren, das heißt, ich kann jetzt hier mit dem Arm spielen, dass ich auch wirklich die Vorderdehnung mitnehme und mich jetzt nicht limitiere, dass ich hier mit dem Arm nicht weiterkomme. Denn wenn ich in die obere Ebene gehe, dann muss ich den Arm sozusagen einmal intern rotieren lassen. Dass ich in der Ebene meinen Arm oben sozusagen hochdrehe, interne Rotation, die Hand geht runter, damit ich ihn auch wirklich höher bekomme und dann wirklich den Lat und Teres voll dehnen kann. Ist auch ein großer Vorteil, dass wir hier in eine Ebene kommen, wo der Teres halt einen sehr schönen Hebel hat und sowohl obere Fasern vom Lat und Teres in der oberen Ebene bekommen, aber auch die richtig tiefen unteren Latfasern, wenn wir den Arm halt komplett zum Körper ranbringen. Typische Fehlerpunkte wollen wir natürlich auch nochmal durchgehen und eine Frage habe ich schon unglaublich oft gestellt bekommen, wenn ich das Ganze mal in meinen Reels gezeigt habe, und zwar, ob es nicht besser wäre, die Schlaufe direkt am Ellbogen zu befestigen. Der Grundgedanke ist gut. Wir wollen das Gewicht so nah wie möglich ranbringen, um keine Störfaktoren zu haben. Deswegen machen wir es ja. Das Problem ist nur, wenn wir es über die Ellbogenebene bringen, also sozusagen hier auf Bizeps oder Trizeps, dann haben wir sozusagen nichts, was gegenarbeitet. Dadurch, dass wir den Arm anwinkeln in der Schlaufe, das heißt, wir lassen ihn nicht gerade, sondern wir winkeln ihn an, haben wir sozusagen die Möglichkeit, hier zuzumachen, dass die Schlaufe sich nicht bewegt. Wenn wir sie jetzt auf dem Arm haben, dann haben wir halt nichts, was gegenhält und sie könnte halt hoch oder runter rutschen im Satz, was euch dann wieder die Position verschiebt und die Satzqualität versaugt, weil wir vom Anfang bis Ende des Satzes nicht sicherstellen können, dass wir mit der gleichen Position arbeiten. Wenn ihr das Ganze vor die Armbeuge bringt, also so wirklich so nah wie möglich über den Ellbogen, ihr seht es hier, und dann den Arm anwinkelt, dann machen wir sozusagen zu, führen extrem über den Ellbogen, weil die Belastung halt genau hier an dem obersten Punkt ist, haben aber die Möglichkeit, das auch so sicherzustellen, dass der Arm auch dort bleibt. Weil es würde nichts Schlimmeres geben, dass ihr so anfangt, ihr macht 3, 4 Wiederholungen und am Ende des Satzes kommt ihr irgendwo hier an. Das würde natürlich voll in die Hose gehen. Das heißt, macht nicht den Fehler, jetzt hier irgendwie zu denken, mehr ist besser oder hier über den Bizeps zu führen, dann wird euch nur die Schlaufe abhauen, sondern nehmt genau den Punkt über dem Ellbogengelenk und knickt den Arm dann ein. Den nächsten Fehlerpunkt, den wir aktiv rausnehmen wollen, ist die Seitneigung. Wie stark ihr euch in die Seite lehnt oder auch nicht, hat einen erheblichen Einfluss darauf, wie effektiv die Übung für euch ist. Denn ihr werdet das schon mal festgestellt haben in anderen Übungen beim Lat-Training, je mehr ihr euch in die Seite lehnt, desto besser spürt ihr das zwar, weil eine Kontraktion wird vom Körper immer wesentlich stärker wahrgenommen als eine dehnungsbasierte Übung. Das heißt aber nicht, dass es gleichzeitig effektiver ist. Das heißt, wir wollen akut steuern, wie sehr wir uns in die Seite lehnen. Denn je mehr wir uns in die Seite lehnen, desto mehr übernehmen dann irgendwann auch schon die seitlichen Bauchmuskeln, uns in dieser Position zu halten, was sich zwar ganz toll anfühlt und eine gute Kontraktion gibt, die Übung aber irgendwann ineffizient macht. Auf der anderen Seite wollen wir uns auch nicht zu stark rauslehnen. Denn wenn wir jetzt den Fehler machen, du willst mehr als einen Plan, den auch schon 3 Kumpels von dir haben. In meinem Coaching-Ansatz geht es nicht nur rein um Makros und den Trainingssplit. Ganz im Gegenteil, hier soll es um echte Optimierung gehen. Schlafqualität, Biomarker und Blutwerte. Aber auch Bereiche wie die Biomechanik im Training und Routinen. Jeder Bereich wird hinterfragt, durchdacht und präzise genau auf dich abgestimmt. Ich zeige dir nicht nur, was funktioniert, sondern vor allen Dingen auch, warum. Viel, viel wichtiger. Wenn du bereit bist, Verantwortung zu übernehmen und wirklich alles aus dir rauszuholen, dann schreib mir direkt eine Nachricht, damit wir deine Grenzen sprengen können.
uns extrem in diese Seite zu lehnen. Ihr seht schon vom Widerstandsprofil, hier habe ich jetzt gar keine Spannung mehr, weil ich bin auf eine Linie mit dem Kabelzug und hier hätte ich jetzt eine extreme Belastung. Das heißt, es würde in der Kontraktion schwerer werden. Immer wenn wir in einer Linie mit dem Kabelzug ausgerichtet sind, ist die Spannung mehr oder minder gleich 0. Und immer wenn der Abstand extrem groß wird, wenn ich mich jetzt reinlehne, ihr seht schon, habe ich jetzt hier den größten Winkel und hier wird die Spannung kleiner, weil ich jetzt in einer Linie mit meinen Gelenken mit dem Kabelzug bin. Das heißt, je nachdem, wie weit ich mich rauslehne, habe ich die Möglichkeit jetzt zu steuern, wo ist die Bewegung leicht und wo ist sie schwer. Das ist eine Übung, wo wir jetzt halt auch wieder den oberen Teil schön schwer machen können, um es in der Kontraktion leichter werden zu lassen. Das heißt, ich würde euch empfehlen, das Ganze so auszurichten, dass ihr euch leicht in den Kabelzug reinlehnt, aber nicht extrem, dass die Spannung dann wieder komplett weg ist, sondern wirklich nur so viel, dass ihr hier den größten Winkel erreicht und die Spannung sozusagen hier am größten Punkt in der Dehnung habt. Hier wird es dann leichter. Hier wird es schwerer. Wenn ich mich rauslehnen würde, wäre es genau das Gegenteil. Hier wäre es jetzt leicht und hier würde es viel zu schwer werden, sodass das Kraftpotenzial vom Muskel genau im Gegensatz zu dem läuft, was wir eigentlich haben wollen. Und von dem her lehnt euch so weit rein, dass der Winkel hier passt. Dort habt ihr einen orthogonalen rechten Winkel und dann könnt ihr starten und auch wirklich alles aus der Übung rausholen. Fehlerpunkt Nummer 3 ist grundsätzlich Stabilität. Das ist eine Übung, die ist nicht 100% fixiert. Wir machen das Beste draus, indem wir uns die Bank zur Seite schieben, uns richtig in die Bank reinziehen, Stabilität aufbauen, aber wir müssen nicht drüber reden. Wenn es dafür eine richtig gute Maschine geben würde, wäre das natürlich die bessere Option. Von dem her kann ich euch nur empfehlen, nutzt euren gesamten Körper. Denkt nicht nur, es ist eine Isolationsübung, ich arbeite jetzt nur über den Lat, sondern macht euch richtig fest. Wenn ihr in diese Position reingeht, schiebt mit diesem Fuß aktiv gegen. Lasst den nicht einfach nur auf dem Boden stehen, sondern nutzt den, indem ihr euch sozusagen hier in diese Position drückt. Mit der Hand zieht ihr euch in die Bank rein, dass euer Oberkörper auch hier wirklich fix bleibt. Ihr habt sozusagen hier eine Kraft, die euch da lang drückt und hier eine Kraft, die euch ranholt. Das heißt, ihr arbeitet gegen alle Ebenen und stellt diesen vorderen Fuß hier noch nach vorne aus, dass ihr den Fuß hier nicht eng an der Bank habt, sondern ihr rotiert ihn sozusagen weg vom Körper, um hier auch nochmal ausgleichen zu können. Ihr seht schon, wenn ich mit einem so breiten Stand stehe und hier auch arbeiten kann, habe ich die Möglichkeit, laterale Kräfte, die euch zur Seite ziehen, viel besser auszugleichen. Wenn ich mich jetzt hier so raufsetzen würde und du würdest jetzt kommen und mich von der Seite irgendwie mal anstupsen, würde ich hier komplett von der Bank fallen, weil ich ja überhaupt keine Kräfte habe, die hier ausgleichen können. Von dem her, stellt euch breit auf, nutzt eure Beine, dass ihr euch hier richtig reinschiebt und nutzt vor allen Dingen auch die passive Hand, euch hier richtig an die Bank ranzuziehen, damit ihr auch mit dem Bauch sozusagen gegenarbeitet und so eine Art Brustpolster habt, soweit es hier halt möglich ist, weil wir brauchen natürlich schon irgendwo den Platz, um hier dran vorbeizuarbeiten, um dann auch möglichst viel Stabilität zu erzeugen. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, wie soll ich das Ganze denn jetzt hier einstellen? Wie hoch soll der Kabelzug ausgerichtet sein? Wie ist der Bankwinkel und vor allen Dingen auch der Abstand? Gehen wir mal davon aus, wir würden den Kabelzug jetzt weiter runterstellen. Dann seht ihr schon das Problem, was sich ergibt. Wenn ich in meine Übung reinstarten will, habe ich hier gar keine Spannung. Das heißt, ich bin hier in einem toten Punkt und habe gar nicht die Möglichkeit, hier auch die Spannung zu halten. Das heißt, das erklärt sich mehr oder minder von selber. Ihr stellt den Kabelzug so hoch ein, dass ihr am obersten Punkt Spannung habt. Dass ihr hier in dieser Position nicht in den toten Verlauf geht, sondern wirklich was habt, wo ihr hier gegenarbeiten könnt. Der Abstand von der Bank entspricht jetzt wieder dem Widerstandsprofil, was wir gerade besprochen haben, je nachdem, wie weit ihr euch rauslehnt. Stellt euch vor, wir würden die Bank jetzt viel zu weit wegschieben. Dann ergibt sich natürlich wieder ein ganz anderes Widerstandsprofil, weil jetzt haben wir wieder genau den Fall. Wir sind hier ungefähr in einer Linie und hier wird es wieder extrem schwer werden. Das heißt, wir machen den gleichen Effekt, wenn wir die Bank wegschieben, als ob wir uns rauslehnen. Und das wollen wir eben nicht haben. Das heißt, ihr schiebt die Bank so nah wie möglich ran, so dass ihr noch Spannung habt. Hier in dem Punkt seht ihr jetzt schon, wenn ich mich jetzt wieder leicht reinlehne, habe ich jetzt hier sozusagen den rechten Winkel und hier wird es wieder leichter. Das heißt, ich schiebe die Bank so weit ran, aber nicht so weit, dass ich keine Spannung mehr habe. Denn ich will natürlich auch nicht, dass ich hier sozusagen keine Bewegungsebene mehr habe. Der Abstand ist viel zu kurz, um jetzt hier zu arbeiten und deswegen wäre auch hier das Widerstandsprofil wieder ungünstig. Das heißt, sucht immer diesen rechten Winkel in der Ausgangsposition, dass ihr hier sozusagen den größten Widerstand habt und dann seid ihr auch richtig ausgerichtet. In der Praxis wird es so aussehen, dass ihr einfach 10, 20 Zentimeter hier sozusagen Platz lasst und dann richtig aufgestellt seid. Der Bankwinkel ist natürlich auch entscheidend, denn ihr seht schon, ich habe es leicht schräg eingestellt. Das Problem wäre jetzt einfach wieder, wenn ich die Bank komplett gerade einstellen würde, hätte ich nicht die Möglichkeit, mich leicht reinzulehnen, weil die Bank mich ja blockieren würde. Das heißt, ich hätte zwar viel Widerstand, viel Stabilität, weil ich hier gegen die Bank gegenarbeiten kann, aber ich würde nicht weiterkommen. Das heißt, ich wäre limitiert in dem, wie ich meinen Körper nutzen kann, mich in die Übung reinzulehnen. Von dem her würde ich euch empfehlen, die Stangen eine Stufe runterzustellen, circa auf 75 Grad. Wenn ihr jetzt den Fehler macht, die Bank zu weit runterzustellen
habt ihr keine Stabilität mehr. Weil wenn ich mich jetzt hier raussitze, habe ich nichts mehr, was meinen Körper irgendwie davon abhält, hier gegengezogen zu werden. Und dann ist es wieder Bankdrücken ohne Bank sozusagen im Hintern. Also von dem her, startet bei 75 Grad, das ist das Beste aus beiden Welten, so dass ihr die volle Beweglichkeit habt. Auf der anderen Seite aber auch von der vollen Stabilität profitiert. Abschließend gibt es noch einen sehr wichtigen Tipp, der euch nicht nur in die Lage bringen wird, die Übung besser zu erlernen, sondern vor allen Dingen auch gleichzeitig wieder Fehlerpotenzial rauszunehmen. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, gerade am Anfang in der Übung mit Haltepunkten zu arbeiten, dass ihr die Bewegung wirklich am oberen Part, am Umkehrpunkt und am unteren Umkehrpunkt einmal pausiert und die Belastung wirklich gezielt steuert. Denn gerade bei der Übung geht sehr, sehr schnell, dass man hier am Ende in so eine Schaukelaktion bekommt, wo halt wirklich die Spannung am Zielmuskel vorbeigeht. Der große Vorteil ist ja hier, dass wir keine Hilfsmuskeln mit drin haben oder nahezu keine. Denn beim normalen Latissimus-Training wäre es ja so, dass wir in einem Latzug, wenn wir die Belastung hier halten, auch eine sehr starke Beugung im Ellbogengelenk haben, die dazu führt, dass wir halt sehr viel Spannung auf dem Bizeps haben. Immer dann, wenn wir hier eine Pause machen würden, hätten wir zwar eine schöne Ansteuerung und wir würden den Muskel gut spüren, wir würden aber auch sehr viel Last auf den Bizeps übertragen. Das ist jetzt hier durch die eingelenkige Bewegung nicht der Fall und da können wir uns das mal zunutze machen, auch mal gezielt Haltepunkte die Bewegung einzubauen, ohne dass wir Nachteile davon haben. Genau das gleiche Beispiel wäre es jetzt wie im Brusttraining. Wenn ihr die Bewegung durchdrückt und das Gewicht immer hier haltet, verschiebt sich die ganze Belastung auf den Trizeps und wir hatten zwar ein gutes Gefühl, aber auch dementsprechend viel Hilfsmuskelaktivität. Das heißt, das ist alles dort eher sozusagen negativ zu bewerten, Haltepunkte einzubauen. Hier ist es aber wieder ein Vorteil, weil wir A, weniger Gewicht verwenden müssen. Das wird irgendwann, wenn ihr euch in die Übung reinfindet und stärker werdet, ein Problempunkt, weil Stabilität halt, wie gesagt, hier nicht 100% gegeben ist, wie jetzt an einem Latzug, wo ihr euch richtig schön runterklemmen könnt. Und von dem her könnt ihr mit Haltepunkten einfach das Arbeitsgewicht reduzieren, ohne es dabei aber weniger wirksam zu machen. Und der zweite Punkt ist halt einfach Standardisierung. Ja, ihr habt auch die Möglichkeit, jetzt machen wir wieder den Trick mit der passiven Hand, bringen uns rein, dass ihr einfach die Möglichkeit habt, jede Bewegung gleich aussehen zu lassen. 1001, 1002, 1001, 1002, dass ihr halt wirklich so standardisiert arbeitet, dass jede Wiederholung auch vergleichbar ist und ihr auch nicht gewillt seid, am oberen Punkt immer das zu machen, dass das Schulterblatt so ins Leere geht. Denn das ist sozusagen der einzige Störfaktor, der hier übernehmen könnte von Hilfsmuskeln her, dass euer Trapez sich hier stark anspannt und ihr die Spannung auf dem Latt verliert. Wenn ihr aus der Kontraktion kommt, haltet sozusagen gegen und geht so weit hoch, bis ihr merkt, hier habe ich noch Spannung auf dem Latt. Alles, was höher gehen würde als hier, würde ich jetzt mein Schulterblatt mit reinbringen und ich würde sozusagen den Latt verlieren und den Nacken hier oben anspannen. Ihr seht schon, wie ich hier in diese Verkrümmung gehe. Das wollt ihr nicht haben. Und um genau das zu umgehen, hilft es halt extrem, wenn ihr hier oben die Pause macht, aus der Lattspannung raus, harte Kontraktion in die Hüfte und oben gegenhalten, dass ihr halt genau hier nicht den Latt verliert, sondern die ganze Zeit Spannung behaltet. Wichtig ist an der Stelle auf jeden Fall auch noch zu erwähnen, dass ihr gar nicht zwingend darauf limitiert seid, das Ganze unbedingt an einem Kabelzug auszuführen, sofern ihr denn eine vernünftige Lattzugmaschine bei euch im Studio habt. Ich habe hier das Nonplusultra von Citadel und da bietet es sich auch wieder sehr gut an, mit den gleichen Prinzipien in einem ähnlich stabilen Format zu arbeiten und das Bewegungsmuster auch so abzubilden, dass ich hier halt mit der Rückenlehne super stabil arbeiten kann, mich mit den Füßen wieder verankere und mit der passiven Hand hier am Rahmen festhalte. Das sieht natürlich je nach Lattzugmaschine bei euch ein bisschen anders aus. Wenn ihr etwas habt, wo ihr den Karabiner direkt einhängen könnt, umso besser. Falls nicht, könnt ihr das ganz einfach lösen, indem ihr eine kleine Transportsicherung nehmt. Die könnt ihr zum Beispiel an jeder High Row oder auch an jeder Lattzugmaschine im Untergriff von Hammer befestigen, dass ihr sozusagen einfach das Band um den Griff legt, festzieht und dann hier den Karabiner durchzieht, dass euch das Ganze nicht wegrutscht, macht ihr dann einfach sozusagen fest und habt dann die Möglichkeit, hier den Griff zu befestigen. Weil wenn ihr einen normalen Karabiner um den Griff hängen würdet, würde der natürlich die ganze Zeit hin und her schlackern. Egal ob Handschlaufen für euer Schultertraining, Power Grips für die perfekte Ansteuerung im Rückentraining oder jetzt auch die brandneuen Microplates für Mikroprogression. Bei Level im Shop findet ihr wirklich für jede einzelne Muskelgruppe sinnvolle Tools, die euren Trainingsfortschritt voranbringen. Mit dem Code Danny spart ihr auf das gesamte Equipment immer den maximalen Rabatt und sorgt gleichzeitig dafür, dass hier mehr Videos für euch an den Start gehen und ihr den Kanal unterstützt. Bringt euer Training nach vorne und viel Spaß weiterhin beim Video. Das heißt, wenn das Bewegungsmuster so vorgegeben sein kann, ist es eine super Alternative. Die Stabilität wird anders hergestellt als bei dem, was ich euch gerade am Kabelzug gezeigt habe. Wichtig ist einfach nur, dass ihr die Maschine vollumfänglich nutzt und den gesamten Rahmen mit eurem Körper einnimmt, euch da richtig gegenzudrücken. Denn je mehr ihr frei im Raum stehen werdet, ohne euch irgendwo festzuhalten oder abzustützen, desto schlechter wird die Übung. Und wir wollen halt einen großen Output erzeugen und dafür ist einfach Stabilität hier der Schlüssel.
Jetzt stellt sich natürlich noch die große Frage, können wir das nicht auch beidarmig machen, um einfach wieder effizienter zu sein, Zeit zu sparen? Und da muss ich euch sagen, gibt es einfach zu viele limitierende Faktoren. Denn wie gesagt, das Arbeitsgewicht wird sowieso irgendwann schon ein großes Problem sein, euch in der Bank zu halten. Und da jetzt noch mit beiden Seiten, mit dem vollen Arbeitsgewicht zu arbeiten, wird euch sozusagen aus dem Sitz rausziehen und dann dementsprechend dafür sorgen, dass ihr hier Probleme habt, in der Übung überhaupt verankert zu sein. Die zweite Sache ist, ihr müsst natürlich auch erstmal einen Kabelzug finden, bei dem ihr das erreicht, dass ihr mit beiden Armen ausgestreckt hier den 90-Grad-Winkel erreicht. Die meisten Kabelzüge wie hier sind ja viel zu weit ausgerichtet. Und wenn ihr dann hier in die Position gehen würdet, würde das sozusagen viel zu weit drüber ziehen und das Widerstandsprofil wäre wieder mehr als suboptimal. Wir könnten zwar hier ein Stück rangehen und das wieder erreichen, dann würde die Seite aber wieder nicht passen. Und außerdem würde uns 6 im 6 halten. Wenn ich mich jetzt hier auf eine Bank setze und die Arme in die Position bringe, würde mich das Gewicht einfach hochziehen, weil ich hier natürlich mit beiden Armen gegenseitig deutlich mehr Gewicht gegenhalten muss, als wenn ich das jetzt hier mit einer Seite mache. Von dem her gehen wir auf jeden Fall auf die unilaterale Variante zurück. Wichtig für euch, der mit Abstand wichtigste Punkt, dass ihr die Bank einmal richtig ausgerichtet habt. Ein paar Grad weiter als die Richtung, wo ihr arbeitet. Ihr bringt euren Hintern hinter die Bank. Das heißt, ihr setzt euch sozusagen ein Stück dahinter. Arbeitet mit maximaler Stabilität, dass ihr Beine, Arme und alles drumherum auch richtig einsetzt, um euch zu verankern. Und arbeitet dann mit einer standardisierten Form, um hier auch nicht schief gehen zu lassen. Ich freue mich wahnsinnig auf euer Feedback, denn ich habe ganz schön geguckt, als ich die Übung das erste Mal ausprobiert habe. Habe einen schönen Wow-Effekt gehabt. Sie ist fester Bestandteil in meinem Training, um halt genau diesen frontalen Zug abzubilden. Ich sehe nicht einen einzigen Vorteil, bis auf die Effizienz oder die Zeitersparnis, das Ganze bilateral jetzt irgendwie mit einem klassischen Latzug auszuführen. Ich würde es einfach bei euch so machen, macht es davon abhängig, ob ihr noch die Mobilität habt oder nicht. Das heißt, geht mal in einen Latzug rein und guckt mal, was ich am Anfang beschrieben habe, wie weit ihr wirklich runterkommt, ohne hier diese Rotation zu verlieren und wirklich noch mit dem Arm neben dem Körper seid. Denn auch wenn euer Ziel ist, einen frontalen Zug zu machen, wie einen breiten Latzug und den Arm neben dem Körper zu haben, ihr am Ende aber hier ankommt, bescheißt ihr euch ja in dem Sinne selber und macht gar nicht das Bewegungsmuster, was eigentlich nötig wäre, um euren Rücken wirklich maximal aufzubauen. Das heißt, für alle, die da schon Probleme haben und mit der Mobilität nicht hinterherkommen, ist das wirklich eine super Option. Ihr könnt sicherlich beides verwenden, aber irgendwann wird es ab einem bestimmten Körpergewicht einfach nicht mehr möglich, in diese Ebenen gut reinzukommen, ohne hintere Schulter und so weiter zu viel mit in Anspruch zu nehmen. Und da ist das auf jeden Fall eine tolle Lösung. In dem Sinne, probiert's aus. Wenn Fragen offen geblieben sind, ihr wisst Bescheid, einfach unten in die Kommentare und ich werde mal durchschauen, ob ich euch helfen kann. Aber ansonsten lasst mich gerne wissen, wie es euch gefallen hat. Für mich der absolute Oberknaller, in jedem Lat-Training mit dabei und dementsprechend lasst ihr jetzt mal hören, was ihr denkt.